Oh, hey meine Freunde, ich bin heute wieder auf Lost Place Tour und ja, ich gucke mir heute mal ein altes Theater an, das ich hier mitten in der Stadt gerade gefunden habe und ja, viel Spaß bei dem Video. Mal gucken, was auf der Location hier alles passiert. Auf die Länder, guck mal hier. Der ist richtig aus dem Beton rausgewachsen, der Baum. Guck dir das mal an. So, Der ist richtig aus dem Beton, wächst hier ein richtig dicker Baum. Da sieht man, wie lange das Ding schon leer steht hier. Ne? Muss ich ja vorsichtig durchkrabbeln. Das rutscht man hier auf. Ne? Sieht alles da oben mit hier hoch. So. Ja, wenn ich schon 15 Gestalten gesehen habe, nicht? so, hier ist ein Seitengang, der nach oben geht schon mal. Und ja, wie ihr seht, ist hier alles verwachsen. Geh jetzt erstmal hier rein. Ja, wow. Richtig großer Saal gleich. Ja, genau, ich bin hier mit dem. Genau, hi, Grüße. Gerne darf dein Kanal auch besucht werden. Genau, und ich bin hier heute mit dem Lost Place, Forgotten Places unterwegs, mit dem André, mal seit langem wieder, Ja. und einmal sein Sohn. So, jetzt sind wir hier in so einem Theater. Genau, das ist ein ehemaliges Theater mitten hier in der Stadt. Und ja, in einer größeren Stadt, genau. Und hier seht ihr schon ein altes Fahrrad und ein richtig, richtig großes Theater. Schaut euch das mal an, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die Fußboden ist leider alles schon, die Dielen sind leider alle rausgerissen und ja, ansonsten schon mal sehr, sehr krass alles, ja. So, weiter geht's. Jetzt sind wir hier in dem Gebäude vom Theater. Sieht man noch den, auf jeden Fall einmal Eingangsbereich und hier hinten geht's auch noch mal hoch. So, hier geht's einmal hoch. Ja, hier scheint noch mal ein Seiteneingang oder Seitengebäude des Theaters zu sein. Auch sehr, sehr krass, wie das hier alles noch steht, meine Freunde. Ja, und hier sind wir schon in der ersten Etage vom Theater. Mega. Ja. So. Scheint doch mal hier gebrannt zu haben. Also hier sieht vieles verbrannt aus. Okay, das ist mal der Bereich gewesen. So, hier hinten haben wir noch Nebenräume. Aber leider auch schon mittlerweile alles vermüllt. Und hier sehen wir einmal die große Bühne, die hier wirklich in dem
Lost Place hier zu sehen ist. Hammer. Da oben noch die Lichter, wie ihr das seht. Und ja, hier die Technik definitiv, die dazugehörige und eine Leiter, die aufs Dach führt. Also auf jeden Fall erstmal ein erster cooler Spot, den wir hier gefunden haben. Und ja, mal gucken, es geht definitiv noch weiter in weitere Locations. So, hier sind nochmal Nebenräume, die zeige ich euch auch nochmal. Hier seht ihr nochmal viele Gegenstände, was als, denke ich mal, als Küchenbereich genutzt worden ist. Ja, genau. Und ja, sehr, sehr cool schon, die erste Location hier. Und hier sehen wir auch nochmal weitere, genau, die Küche des Theaters, wo viel einfach benutzt worden ist für die Gäste bestimmt früher. Und ja, sieht mir so aus wie ein Tresen hier, der hier ebenfalls hier ist. Also das war bestimmt früher mal im Bereich der Essensausgabe, der hier seitlich genutzt worden ist, des Theaters. Ich gehe jetzt hier hinten noch mal schnell durch mit euch und jetzt hier noch mal lang. Hier ist die Elektrik definitiv. Und ja, hier seht ihr auch halt noch mal verschiedene Räume mit der Elektrik zusammen. Und mal alle im Keller gehen, oder? Ha? Habt ihr einen Keller gefunden? Ja, hier. Na, dann gehen wir mal dahin. Wo war der? Bist du noch? Oder hier? Nee, im nächsten Raum. Hier im nächsten Raum. Im nächsten Raum war ein Keller. Also André sagt, der hat hier noch einen Keller gesichtet. Mal gucken. Wo war denn der? Hier vielleicht hinten? Hier? Nee, da ist jemand mit. Ja. Also André hat hier noch den Keller gefunden. Den gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Die war schon vorher noch mal jemand. Genau. Die war schon drin, ich komme dir nach. Hier seht ihr schon, dass die Natur sich alles langsam zurückerobert. Und dann gehen wir schon mal runter. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen, ihr seht es, geht sehr steil nach unten. Ja, hier auch alte Gefäße, langer Kellergang auf der Seite und sehr, sehr schmal alles gebaut hier. Also sehr niedrig, nicht schmal, ich sag mal eher niedrig. Und ja. Also wir müssen hier nur geduckt laufen, aber so eine Kellergebäude haben ja auch immer was an sich. Ja, sehr, sehr stark.
Genau. Das sieht mir hier nochmal nach Vorratsschränken aus. Und wie ihr hier seht, das sind Vorratsschränke. Und ja, hier ist halt auch noch mein kompletter Keller. Und hier geht's dann wieder hoch sozusagen. So, meine Freunde, wir gehen jetzt weiter zu einer neuen Location. Das war jetzt erst die erste Location am heutigen Tag. Mal gucken, was uns alles noch so erwartet hier auf der Tour. Genau, ich bin gespannt, wo es als nächstes hingeht, und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, wir sind jetzt hier nochmal zu der Papierfabrik gefahren, wo ich schon mal war und das Video auch schon online ist. Hier bin ich hier nochmal in einer riesengroßen Halle drin. Ich laufe mal weiter. So, wir gucken mal weiter, was es hier noch sonst alles so gibt. Das ist auf jeden Fall nochmal die coole Location, wo ich auch nochmal hin wollte, weil die hat mir vor ein paar Monaten schon sehr gut gefallen. In das Hauptgebäude wollte ich jetzt nicht rein, das könnt ihr auch bei mir auf dem YouTube-Kanal verfolgen. Genau, das sind jetzt hier nochmal die ganzen Nebengebäude, die es hier zu sehen gibt. Sehr große Hallen. Das ist sozusagen die Warenausgabe gewesen. Eine riesengroße Halle, die ihr jetzt hier seht. Und ja, so sah das alles mal aus. Genau. Gehen wir noch weiter. Auch hier seht ihr nochmal viel Elektro, definitiv. Und ja, und auch hier sind sozusagen Hallen für Fahrzeuge und deren hier auch nochmal hin, eine riesengroße Fahrzeughalle. Unglaublich das Ganze. Ja, Hallen über Hallen, also wirklich wahr und echt interessant das Ganze. Und genau, gehen mal weiter, was es sonst hier noch in der Papierfabrik zu sehen gibt. Ich weiß gar nicht auch, ob das überhaupt noch Gebäude der Papierfabrik sind oder ob das letztendlich hier weitere ja, Logistikfirmen sind sozusagen. Das würde ich ganz gerne mal wissen oder auch erkunden.
So, hier ist auch nochmal ein Raum. Von der Papierfabrik. Also wie gesagt, letztens hatte ich euch ja bei YouTube den ersten Teil gezeigt. Da waren wir ja im Hauptgebäude drin. Und ja, das sind hier jetzt weitere Anlagen gewesen. Hier sieht man das auch noch alles. Ganzen Kräne und alles. Und ja, das ist echt sehr, sehr stark hier alles. Und ja, mal ganz kurz hier nach oben. Sehr, sehr stark alles, definitiv. So, wir sind jetzt hier in einer alten Schule, wie ihr seht. Hier sind alte Tafeln von früher noch. Richtig, richtig cool. Mitten in der Stadt wird natürlich schon vieles entkernt und alles, aber richtig, richtig cool das Ganze. Das waren alles mal früher Klassenräume, Sekretariat und ein Schulungsgebäude. Vorher waren wir ja noch in der Papierfabrik gewesen und jetzt mitten schon Abend oder ja, bei Nacht ist es noch nicht, sind wir hier in einer alten Schule. Ach, guck mal, hier sind auch sogar noch richtige Wandbilder und so weiter. Cool. Richtig coole Wandbilder. Und war da der Keller? Ja, ja. Dann gehen wir da mal hin. Definitiv. Hier geht es zum Keller und der soll richtig, richtig cool sein. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Da ist noch eine Bunkertür. Geradezu. Krass. In der Schule. In der Schule. Das ist ja heftig, ist ja richtig. Das ist ja richtig, richtig krass hier. Mitten in der Schule mit einer Bunkertür hier. Sehr krass alles. Auch hier auf dem Boden. Verschiedene Türen hier, die früher mal wahrscheinlich für den Schutz gesorgt haben. Auch nochmal Bilder. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ja. Genau. Ja, sehr stark. Mit richtigen alten Zeichnungen hier an der Wand. So, jetzt bin ich hier noch in einer verlassenen Diskothek drin. In einer verlassenen Diskothek, die natürlich jetzt nicht mehr so schön aussieht. Alles kaputtgeschlagen mittlerweile. Alles mittlerweile kaputt. Auch hier hinten der Barbereich. Alles
leider kaputtgeschlagen. Ja, das war früher mal eine Diskothek gewesen. Ja, aber erkennt man jetzt nicht mehr wirklich, dass es mal eine Diskothek war. Und ja, hier geht es auch noch mal nach oben in den ersten Stock. Das gucken wir uns auch noch mal hier an. Heute mal eine Tour bei Nacht. Aber hier ist auch leider alles schon verbrannt, wenn man hier reingeht. Alles mittlerweile verbrannt. Oh, krass. Heftig. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Alter. Ist das krass. Alles mittlerweile zerstört. Karten liegen hier auch auf dem Boden. Und hier hinten geht's dann auch wieder runter. Achte auf die Decke einschätzen. Hier, pass auf, pass auf. Oh, alles richtig kaputt, ich glaube. Selbst oben, wo die Wände kaputt sind, alles wieder. Ihr müsst mal nach oben gehen, da sieht's heftig aus. Ja. Das ist gut. Was ist jetzt aber noch Raum oder was da? Hier ist doch noch was, oder? Warte mal. Couch. Die war schon auch da, oder? Ich war jetzt auch da, oder? Ja. So, wir gucken mal hier, was es hier noch alles gibt. Ja, genau. Eine kleine Diskothek, die mittlerweile leider kaputt ist. So, hier haben wir auch noch mal einen Bereich, einen medizinischen Bereich sozusagen. Auch richtig, richtig cool das Ganze. Und hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass ich jetzt hier noch mal sowas finde. Das ist noch mal sehr, sehr cool. Ja, mega. Mega, mega das Ganze. Und hinten ist auch noch mal mit einem kleinen Schwimmbecken
der Bereich, ja, wo man hier echt baden drin kann. Und hier die Treppe ist. Echt cool das Ganze. Direkt an der Diskothek dran. Sehr, sehr cool. So, ich bin jetzt auch nochmal im Krematorium hier, wo ich ja schon vor ein paar Monaten schon mal war. Einfach nochmal zum Abschied unserer Tour heute. Also es wird die letzte Location sein, die wir haben. Und mitten in der Nacht sind wir jetzt hier im Krematorium. Und ja. Hier, das ist ja schon noch alles, ne? Hier wohnen Tausend und ein, muss ich mal ran. Hier seht ihr das auch alles nochmal. Wie gesagt, wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich im Mitte des Jahres auch schon mal hier war. Und ja, es ist immer noch eine befürchtete Location, sage ich mal. Jetzt auch gerade bei Nacht hier in unserer Nachttour. Ist das natürlich Wahrscheinlich von dem gleichen Wagen von DDR-Zeit, keine Ahnung. sehr, sehr krass. Ich bin immer noch mit dem André, mit dem Hier im Raum sieht aus. Hier wurden garantiert Leichen drin gelagert. Lost Zurück. and Forgotten Places unterwegs. Mit dem André. Ja, schaut gerne mal auch auf seinen Kanal rauf. Und lasst ein Abo da, der wird auch das Video rausbringen. Vom Krematorium. Und ja, hier jetzt nach oben. Und wir sind drin. Seid ihr rein? Ja, hier neben ist die Tür ist gleich offen. Wir haben da aufgemacht. Da, wo ich auch durchgegangen bin, da und dahinter ist die Tür offen. Ja, hier ist der Aufzug, definitiv. Und ja, hier sind Fledermäuse, fliegen hier rum. Achtung, Ja, hier fliegen Fledermäuse rum. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Gehen wir Achtung. zurück. Zurück. Gehen zurück. Fledermäuse. Guck mal, hier sind Gummistiefel noch. Ja, So, genau, hier sind noch hier Gummistiefel. gehen wir nach oben. Ganz vorsichtig, weil das ist ganz schön rutschig. Hier müssen wir lang. Oh, Schön aufpassen. So. Ja, da geht's zur Halle. Hier ist echt gefährlich, aber das ist so Sand drauf. Da geht's zur Halle, genau. Aufpassen, dass wir durchbrechen. Oh, so eine große Halle. Ja, Was ist das für eine? Hier schon was eingestürzt da oben, oder? Keine Ahnung. nee, da geht's hier auch nochmal nach oben. Gleich, also hier geht's gleich nach Mal oben. weiter, ja? Hier ist der Wagen, der legendäre Wagen. Und ja, also ich muss sagen, echt gruselig auch bei Nacht. Und hier ist der Stein und ja, hier ist sozusagen der lange Eingang, der ins Krematorium führt. Hier ist eine Kurbel. Hier wurde irgendwas von oben. Ja, gekurbelt. Das hat unten hängen, keine Ahnung was. Ach, das ist unten die Liste. Hier ist die große Halle. Nee, es gibt noch die größere Halle, die ist Hier war oben. ein Ofen, hier ist richtig. Große. Menschen mal ran worden, die wurden Genau. und da sind die Schuhe. Und mal brennen, ne? Da unten waren auch welche. Aber vielleicht unten wurden die Kinder verbrannt, weiß ich nicht. In die kleinen Öfen. Und hier oben wurden die großen. Und wenn du noch vielleicht auch mehrere gleichzeitig, weiß ich nicht. Das sind ganz schön große Öfen jedenfalls, würde ich sagen. Ja. So, hier. Jo. Hier ist ein richtig so ein Drehding hier. Hier ist so ein Drehding, da wurden die wahrscheinlich hoch mit ein paar Stunden irgendwie hochgemacht und wurden dann von hier aus direkt in die Öfen geschoben. Hier sind überall so ein Öfen, ringsrum. Sollen wir weiter? Hier ist auch noch so ein Ding, so ein Lücke. Ja. So. Was ist das? Hier geht's nur wieder runter in den Nebenraum. Das sind Nebenräume. Das ist ein Nebenraum? Ja. Guck mal. Mensch, ganz entspannt. Warst du hier noch ja nicht drin, André? Nee.
Krass. Ich war nur raus, weil zugemauert. Ja. Das Tor war zugeschweißt irgendwie und das andere war zugemauert. Genau. Das ist alles offen zugehört. Aber es geht noch in die Halle. Wir waren ja noch nicht in die große Halle drin. Guck mal hier, die Wurzeln. Von oben runter, hier. Von der Decke Ja. wachsen hier tatsächlich richtig dicke, fette Wurzeln. Hier ist richtig gruselig, guck mal. Richtig hier runter. Ist hier hoch? Ja, hier jetzt wieder hoch. Genau. Noch ein Raumflug. Toilette noch hier, wie es aussieht. Oder Dusche. Dusche oder Toilette, kann man mir noch sagen. Was ob das denn durchblickt hier irgendwo? Das ist ein Symbol. Was ist hier noch? Warte mal. Hier hinten geht's hoch, warte. Komm mit. Hier ist noch ein Grabstein. Achtung. Hier ist noch ein Grabstein. Ja, ich weiß, ja. Was ist ein Grabstein? So. So, hier hinten ist auf jeden Fall der Fahrstuhl. Auch nochmal sehr interessant, der war nämlich letztes Mal gar nicht offen. Mit verschiedenen unten, Alter. So. Hier hinten geht es dann noch hoch in die andere, in den anderen Saal. So, gucken wir jetzt weiter. Der Markt hat gerade noch weitergegangen. Aufpassen, aufpassen. Was ist hier noch hinter? Was ist hier? Was ist hier runter auch wieder? Hier ist noch ein Ofen. Überall, guck mal, hier unten sind Kinder hier, keine Ahnung. Ne? Ja, genau. Also im großen Saal geht's noch. Ja. Da ist auch noch Öfen aus. Ne, da sind keine Öfen. Was ist da? Diese gehen hier hoch. Hier hoch geht es. Also noch höher. Und was hier runter ist auch nochmal. Kommen wir dann wieder ganz nach unten, da wo kommen wir hin? Da kommen wir in den Keller. Hier sind noch mehr. Im Keller auch noch, ja? Ja, hier geht's hoch in diesen großen Saal. Warte, ich komme gleich hier nochmal unten hoch. Ja, überall, oder? Haben wir schon mal drin, den Raum? Hier müsst ihr euch bloß ein bisschen ducken. Ah, du bist so ein Schisse. So, das ist hier nochmal der große Saal. Jetzt auch nochmal bei Nacht. Letztes Mal, wo wir hier drin waren, sind uns tausende Tauben entgegengesprungen. Ja. Und genau. Hier geht's nochmal hoch. So, und hier haben wir den